In der ersten Folge dieser Reise geht es von München durch Italien nach Griechenland. Es ist außerdem meine erste Reise mit dem Motorrad. Wir besuchen die schönste Stadt Italiens, schauen in Bologna vorbei und ein Abstecher zur ältesten Republik der Welt ist auch noch drin, bevor es mit der Fähre nach Griechenland geht. Viel Spaß! Unsere erste Motorradreise beginnt mit einem Equipment-Test. Da wir das erste Mal längere Zeit unterwegs sein werden, sind wir noch etwas nervös und wollen sicher gehen, dass die ganzen Spielereien wie Kamera und Kommunikation zumindest am Anfang gut funktionieren. Um die erst vor ein paar Wochen gekauften Motorräder zumindest einmal gefahren zu sein, beschließen wir noch ein Wochenende im Thüringer Wald zu verbringen. Obwohl es schon Mitte September ist, gibt uns das Wetter einen Vorgeschmack auf den zweiten Sommer, der uns noch erwarten soll. Mit steigender Nervosität packen wir eine Woche später unsere letzten Sachen und machen uns von München aus auf den Weg in Richtung Süden. 4 Wochen werden wir ab jetzt unterwegs sein. Wir planen, durch Italien nach Ancona zu fahren, mit dem Schiff nach Griechenland überzusetzen und über den Balkan wieder nach Norden zu reisen. Vorgebucht haben wir bis auf die Fähre nichts. Wir entscheiden von Tag zu Tag, wie weit wir fahren wollen und wie lange wir an einem Ort bleiben. Für die erste Motorradtour planen wir nur kurze Etappen. Nach einem letzten Stopp am Zöller Berg erreichen wir in Mutters unsere erste Unterkunft. Am darauffolgenden Tag fahren wir über die Brenner Autobahn und folgen schließlich der SS12 weiter Richtung Bozen. Da ich das Kunststück vollbracht habe, mir das Motorrad gleich am ersten Abend auf den Fuß zu legen, meiden wir erstmal die kleineren Straßen. Mit dicken Knöchel, dafür bei immer besserem Wetter erreichen wir am zweiten Tag einen Campingplatz in Leifers, kurz hinter Bozen. Hier schlafen wir eine Nacht im Fass. Wir folgen der Bundesstraße 12 und ab Trient der 47 weiter Richtung Süden. Auch wenn wir die Berge wegen meines ledierten Sprunggelenks nur aus dem Tal betrachten können, staunen wir immer wieder über die Schönheit der Dolomiten. So erreichen wir am frühen Nachmittag unsere absolute Lieblingsstadt in Italien, Bassano del Grappa. Die kleine Stadt am Rande der Berge ist mit ihren 43.000 Einwohnern ein absolutes Juwel. Bekannt ist sie vor allem für ihre beiden Grappa-Destillerien Poli und Nardini. Wir nehmen uns die Zeit und schlendern durch die schönen, uns schon bekannten Straßen und Plätze. Zum Abschluss geht es dann noch in die Pizzeria al Vesuvio. Weiter Richtung Süden fahren wir auf kleineren Straßen durch die Po-Ebene.
Auch hier weit weg von den großen Städten begeistern uns immer wieder die kleinen italienischen Orte mit ihren historischen Kirchen und Häusern. Die Temperaturen schwanken Anfang Oktober noch stark, was immer wieder dazu führt, dass ich mir bei Pausen das Futter aus der Hose basteln muss. Am späten Nachmittag erreichen wir schließlich Bologna. Die Stadt beherbergt nicht nur die älteste Universität Europas, sondern ist darüber hinaus auch noch bekannt für ihre Geschlechtertürme und die zum UNESCO-Weltkulturerbe gehörenden Bogengänge. Während die Türme, von denen es mal bis zu 180 Stück gegeben haben soll, vor allem von reichen Familien zu Prunk- und Verteidigungszwecken im Mittelalter errichtet wurden, dienten die Bogengänge vor allem als Orte der Geselligkeit und des Handels. Sie wurden mit Gründung der Universität im 12. Jahrhundert nach Christus errichtet und erstrecken sich heute auf fast 40 Kilometern, inklusive des längsten Bogengangs der Welt, der fast 4 Kilometer am Stück bis hinauf zum Heiligtum der Madonna di San Luca führt. Da mein Knöchel allerdings immer noch nicht in Ordnung ist, beschränken wir uns darauf, die Gänge innerhalb der Stadt zu erkunden. Praktisch sind sie allemal. Vormittags schützen sie uns vor dem Regen und ab mittags vor der auch noch im Herbst starken italienischen Sonne. Ein kleines bisschen Herbst müssen wir allerdings doch noch ertragen. Von Bologna aus fahren wir weiter Richtung Küste und schauen einmal aus Nostalgie in Cesenatico vorbei. Nachmittags überrascht uns dann doch wieder die Sonne und wir können uns kurz San Marino im abendlichen Licht ansehen. Der Zwergenstaat gilt als die älteste bestehende Republik der Welt und beherbergt etwa 30.000 Bürger. Wir bleiben bis abends in der Altstadt. Als wir für die 4 Kilometer zu unserem Hotel wieder den Bus nehmen wollen, müssen wir feststellen, dass dieser nicht mehr fährt. Es gibt keinen Fußweg und die Taxis wollen sagenhafte 30 € für die kurze Strecke. Kurz entschlossen halten wir einfach den Daumen raus und werden keine 10 Sekunden später schon von einer sehr lieben Dame das Stück den Berg mit hinuntergenommen.
Am darauffolgenden Tag fahren wir ohne Eile Richtung Ancona. Unsere Fähre Richtung Griechenland legt erst am Abend ab und so nutzen wir die Zeit noch einmal, um die Motorräder zu putzen, im italienischen Supermarkt einzukaufen und schließlich den richtigen Weg zum Hafen zu finden. Fast 24 Stunden verbringen wir auf der Fähre, immer auf dem Weg in Richtung Süden. Das Adriatische Meer zeigt sich von seiner schönsten Seite und wir verbringen die meiste Zeit an Deck und schauen einfach nur aufs Wasser. Als wir in Patras an Land fahren, müssen wir mal wieder feststellen, dass wir für Motorradfahrer eher spät dran sind. Es warten viel mehr Motorräder in Patras, um auf die Fähre zu kommen, als mit uns hinuntergefahren sind. Am späten Nachmittag des darauffolgenden Tages erreichen wir schließlich Patras. Da uns diese Stadt nicht wirklich interessiert, fahren wir nur noch zu unserem Hotel etwas außerhalb. Das Zimmer ist riesig und wir haben sogar noch die Chance, schwimmen zu gehen. Vom kleinen Strand am Hotel können wir schon die Rio-Andirio-Brücke sehen, die uns noch zum Verhängnis werden soll. Mega Cliffhanger. Ein auch. Wenn es euch gefallen hat, like und subscribe. Wenn es euch nicht gefallen hat, schreibt es mir in die Kommentare. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche.